Trans Day of Visibility. Trans Day of Visibility. Trans Day of Visibility. Von der Gesellschaft allgemein wünsche ich mir, dass ich einfach auf die Straße gehen kann, ohne begafft, rumgeschubst oder sexuell belästigt zu werden, nur weil man unbedingt wissen muss, was ich in der Hose habe. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Anmache. Vielleicht versucht ihr es nochmal auf eine andere Weise. What I want from the society is to get the same amount of respect and recognitions as people who are trans and also to be seen as more than just a label. Ich definiere mich als genderfluid. Das bedeutet, mal verhalte ich mich weiblich, mal männlich, oft weiß ich gar nicht genau, was ich bin. Mit diesem Verhalten hat man in der Gesellschaft oft Probleme. Die meisten mögen mein wechselndes Verhalten nicht, deuten es falsch, verstehen es nicht oder lehnen es sogar extremst ab. Was man dagegen machen kann, ist aufklären und kämpfen. Ich finde, es fängt in der Schule an. Ich hatte damals das Glück, dass meine Biologielehrerin auf Geschlechtsidentitäten zu sprechen kam. Es ist aber nicht selbstverständlich und ich finde, das gehört geändert. Für die Zukunft würde ich mir gerne wünschen, dass die Leute besser über das Thema Transident informiert sind, weil ich mich dann nicht ständig rechtfertigen muss, auf wen ich stehe und was da auch immer in meiner Hose sitzt. Deshalb würde ich mir wünschen, dass man bei heterosexuellen Transleuten nicht davon ausgeht, sie seien schwul oder sie seien lesbisch und dass man die dann nicht auch direkt in eine Schublade steckt. Ich wünsche mir außerdem, dass Schutz vor Diskriminierung der sexuellen oder geschlechtlichen Identität im Gesetz verankert und ausgeübt wird, sowie queerfeindliche Übergriffe bei der Polizei in die offizielle NRW-Statistik eingehen, damit die Dunkelziffer nicht so hoch bleibt. In the LGBT community itself, a lot of people still don't understand the concept of being trans and therefore see me, a trans masculine, as just a butch lesbian. Was ich aber durchaus sehr traurig und auch schade finde, ist es, wenn Menschen, die meinen Hintergrund kennen, mich immer noch als lesbisch oder als Frau wahrnehmen. Insbesondere die Akzeptanz von Non-Binaries, genderqueeren Personen oder Menschen, die allgemein nicht in das klassische Geschlechterrollen-Klischeebild reinpassen. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg für die Transition. Jede Transition ist anders, jeder Mensch ist anders. Mein Geschlecht und mein Verhalten ändern sich einfach von Situation zu Situation, weil ich nicht immer dieselbe Person sein will. In der LGBTQI+-Community sind wir, die sich als genderfluid definieren, als Transidentitäten akzeptiert. And for people whose loved ones are trans, the best thing they can do is to respect their chosen pronouns and names if they decide to change it, and also to make them feel safe about themselves, because the world can be so cool. Ansonsten, was die Community tun kann, um uns zu unterstützen, einfach dafür sorgen, dass wir nicht vergessen werden. Aber ich finde, das gilt für uns alle. Wir sollten alle gegenseitig darauf achten, dass unsere Identitäten respektiert werden. Von daher trage ich mit Stolz meine Transkette.